Ich teste, ob ich mit dem Interrail-Pass entspannt in Europa Urlaub machen kann. 3 Länder in 10 Tagen, das ist mein Ziel. Mit dem Zug ans Meer, wie crazy ist das bitte? When the people stay here, the eyes are beautiful. Also, wie sieht's aus? Probiert ihr? Und aus Frankreich geht's jetzt nach Italien in die Cinque Terre. Unser Weg führt über Genf nach Mailand. Wir wollen ins Dorf Vernazza, müssen 3-mal umsteigen und werden laut Plan 9,5 Stunden unterwegs sein. Wir nutzen weiterhin unseren Interrail-Pass. 296 € hat er gekostet und wir können damit innerhalb eines Monats an 5 Tagen reisen, wie wir möchten. So, wir sitzen jetzt im Zug nach Genf und ich aktiviere im Interrail-Pass jetzt meinen 2. Reisetag und dann kann es losgehen. Wir sind zu dritt unterwegs mit Christoph, der die schönen Bilder macht, und Jürgen, der dafür sorgt, dass alle zu hören sind. Mit dem Interrail-Pass könnt ihr mit fast allen Zügen in Europa fahren. Infos wie Fahrradmitnahme oder Barrierefreiheit bekommt ihr bei den jeweiligen Bahnbetreibern. In Genf steigen wir in den Zug nach Mailand. Aber Jetzt ist das eingetreten, wovor ich ein bisschen Angst hatte, nämlich wir haben eine Verspätung und zwar auch auf unbestimmte Zeit. Wir sind hier noch in Genf, sitzen zwar schon im Zug nach Mailand, aber bewegen uns noch nicht. irgendwann geht's dann los. 4 Stunden sind es von Genf nach Mailand. Unseren Anschluss kriegen wir nicht mehr. Der nächste Zug fährt uns zwar in die Cinque Terre, aber wir müssen noch mal umsteigen. Es wird dunkel und ich müde. Christoph weckt mich gerade noch rechtzeitig. Okay, Erstmal orientieren. La Spezia. Wir sind jetzt ein Stück weiter gefahren, weil der Zug nicht da gehalten hat, wo wir wollten, dass er hält. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir zurückkommen, und zwar nach Vernazza. Aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Wir haben es jetzt 20 nach 10. Weiter geht's. 50 Minuten müssen wir auf die nächste Bahn warten. Und der Aufzug funktioniert auch nicht. Die letzte Fahrt ist zum Glück sehr kurz, gerade mal 20 Minuten. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen, wir sind in Vernazza. Es hat jetzt länger gedauert als geplant, es wären so schon 11 Stunden gewesen. Jetzt sind es 2,5 Stunden mehr. Wir sind richtig, richtig kaputt, aber ich freue mich, dass wir in der Cinque Terre sind und dass wir morgen hier aufwachen. Und jetzt gehen wir schlafen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in Vernazza, haben uns erholt von den gestrigen Strapazen und jetzt bin ich so ready für die Cinque Terre. Gerade mal 852 Einwohner hat Vernazza. Dementsprechend ist es im Winter hier sehr ruhig. Die Touristen eröffnen die Saison ab Ostern. Es lohnt sich auf jeden Fall mal in eine Seitengasse abzubiegen, dann entkommt man auch dem Touristau. Vernazza liegt am Hang und durch das Dorf führen einige steile Treppen. Auch zum Aussichtspunkt am Turm, dem Castello Doria. Der Eintritt hier kostet 2 € und der Blick über das Meer ist der Hammer. Wie der Name schon sagt, hat die Cinque Terre 5 Dörfer. Wir machen uns jetzt auf zum nächsten, und zwar zu Fuß. Monterosso ist das nördlichste der 5 Dörfer der Cinque Terre und hat den wunderschönen Strand Fegina. Da wollen wir heute hin. Das Wandern auf den Wegen der Cinque Terre ist eine feine Sache, aber nicht unproblematisch.
Durch den Massentourismus werden die Wege oft kaputt getrampelt. Auch deshalb sind manche Routen kostenpflichtig. Wir haben vorab Tickets für 7,50 € gebucht. Informiert euch, ob die Wanderwege geöffnet sind, denn sie werden regelmäßig geschlossen, um ausgebessert zu werden. Okay, Wanderweg ist gut. Es ist eher eine Wandertreppe. Christoph und Jürgen mussten jetzt abbrechen, weil das so mit dem Kamera- und mit dem Tonequipment nicht mehr möglich war. Aber ich wollte den Weg jetzt noch bis nach Monterosso weitergehen. 2 Stunden habe ich für den Weg von Vernazza nach Monterosso gebraucht und die Aussicht sehr genossen. Also der Weg ist echt traumhaft, auch wenn es teilweise ein bisschen schwierig war, so mit dem Rauf- und Runterlaufen. Man braucht gutes Schuhwerk. Ich werde morgen auf jeden Fall Muskelkater haben, aber es hat sich total gelohnt. Man hat das Meer im Blick, man läuft durch die Natur, es riecht nach Zitronenblüten, es war so schön. Aber ich habe jetzt so einen Hunger, können wir bitte essen gehen? Monterosso ist das größte der 5 Dörfer. In den Carugi, das sind die engen Gassen, gibt es viele Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Wir holen uns was zu essen und gehen an den Strand. Fegina mit diesem charakteristischen Felsen ist wohl der meist fotografierte Strand der Cinque Terre und definitiv ein Insta-Spot. Ich bin immer noch total davon geflasht, dass wir mit dem Zug ans Meer gefahren sind. Wie crazy ist das bitte? Und mit dem Zug fahren wir auch wieder zurück nach Vernazza. Und morgen geht's dann weiter. Buongiorno. Wir sind hier immer noch in der wunderschönen Cinque Terre, haben gestern den Norden erkundet. Jetzt geht es Richtung Süden. Wir fahren gleich nach Corniglia. Unseren Interrail-Pass nutzen wir für diese Fahrt nicht, denn dann müssten wir einen Reisetag aktivieren und das lohnt sich nicht. Das Ticket nach Corniglia kostet 5 €. So. 1, 2, 3. Die Zuganbindung in der Cinque Terre ist wirklich super. Die Fahrt nach Corniglia dauert gerade mal 4 Minuten. Habt ihr schon mal einen schöneren Bahnhof gesehen? Und genau hier holt uns Lorenzo ab. Er beschäftigt sich mit nachhaltiger Landwirtschaft und Tourismus. Davor hat er als Rettungsschwimmer und im Nationalpark der Cinque Terre gearbeitet. Here we have too much tourism, so I decided to make something that work on the tourism, but in a different way. I want to show to the people the real soul of our territory, of our town. Bereits vor 1000 Jahren haben die Menschen hier in der Cinque Terre Landwirtschaft betrieben und Anbauflächen geschaffen mit Hilfe von Trockenmauern. Lorenzo kritisiert, dass heute viele Bewohner auf schnelles Geld aus sind und lieber ein Zimmer vermieten, als sich mit Land und Natur zu beschäftigen. Er möchte es anders machen und bekommt sogar Unterstützung dafür. Here people give you the field Okay. by rent. We don't pay the rent, but for the Italian law you need the rent on the document. You don't pay rent? We don't pay the rent. Why not? Because they are abandoned. So it's like a pleasure that you make to the owner to clean their field. Lorenzo hat große Pläne. Nächstes Jahr soll hier ein Laden entstehen, in dem er seine selbst hergestellten Produkte wie Marmeladen und Soßen verkaufen möchte. Praktisch, dass die Touristen direkt auch hier aussteigen. Jetzt möchte er uns noch seine Tiere zeigen. Die leben eine Ebene höher. One is a chicken, one is a rooster. Okay. It's all black. We call it Benito. And we have Manuelina, that is very fast. Oh. It's very good. Yeah? Can I pet him? Really? Hi. The first month of the year, the goose goes crazy. I don't know why. If she try to attack you, put the shoes in front of the face. Lorenzos Tiere büchsen auch regelmäßig aus, erzählt er. Adriano, the blackhead, and Yes. the white one is Mina, Oh. like the singer.
They are very smart. Kaum haben wir uns alle aneinander gewöhnt, müssen wir uns auch schon wieder verabschieden. Wir fahren jetzt weiter nach Rio Maggiore. Dort startet nämlich unsere Bootstour. Vernazza, Monterosso und Corniglia haben wir vom Festland aus gesehen und jetzt schauen wir uns vom Wasser noch Manarola und Rio Maggiore an und auch noch mal die restlichen Dörfer, denn vom Wasser aus ist es noch mal ein ganz anderer Blick auf die Cinque Terre. Heute fährt uns Domenico die Küste entlang. Er lebt sein ganzes Leben lang schon hier und liebt seinen Job. The sea, the calm you can find on the sea, there's not on the villages. I'm happy because people are happy. It's better than people than work with people are noise. In holiday, people should be nice and quiet and enjoy the life, no? Das hier ist Manarola, was von Fischfang und Weinanbau lebt und natürlich vom Tourismus. Was den angeht, ist Domenico ein bisschen zwiegespalten. I'm 32, so I see on my life how that place changed, you know? Yes. So I can tell that the tourism is good to work, for the work, for make money, for have a better life. But of course for young people or old people that's not nice. But when there's too many people, they cannot have the space to work or something like that. It's a compromise hard to do. Wir fahren weiter Richtung Corniglia. Unsere Bootsfahrt kostet übrigens 200 €. Tickets könnt ihr vorab online buchen. Es gibt einige Anbieter entlang der ligurischen Küste. Und dann zeigt uns Domenico noch was ganz Besonderes. That's a jellyfish. Wow. That don't sting and they just come. No. You see, I can touch with my hand. And they just come on the spring, and we call it little sailboat. You see, it look like a sailboat, no? Und wenn ihr schon eine Bootstour macht und das Wetter so gut ist, dann könnt ihr auch eine Runde schwimmen. 1, 2, 3. Okay, es ist kalt, aber nicht so kalt, wie ich gedacht habe. Thank you. Domenico meint gerade Wassertemperatur 15 Grad. War aber okay. Es war sehr, sehr schön. Und nach dem Sprung ins Wasser geht's zurück ans Land an unseren Startort, Vernazza. Also das war jetzt der krönende Abschluss. 2 volle Tage Cinque Terre. Wir sind gewandert. Wir haben alle 5 Dörfer gesehen. Wir haben auch Massentourismus gesehen, aber eben auch den Versuch, nachhaltigen Tourismus zu betreiben. Und jetzt noch die Bootstour. Es war wundervoll. Und jetzt freue ich mich schon auf unsere nächste Station. Wir fahren nämlich nach Salzburg morgen. Die Österreich-Folge gibt's jetzt schon in der ARD-Mediathek.